Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Heute nochmal ein kleines Video zwischendurch rund um das Thema Umzug. Heute geht es also nicht um Autos, sondern wir sind hier in meinem Büro oder in meinem ehemaligen Büro. Ich ziehe ja mittlerweile um und habe jetzt angefangen, hier meine USM-Schrankwand, die geht hier so ums Eck darüber und dann da hinten entlang. Wie gesagt, stehen auch die PCs drauf. Das ist so eine relativ große USM-Wand, die habe ich mir damals von einem USM-Monteur aufbauen lassen. Und mittlerweile habe ich aber eigenes Werkzeug, weil die Firma hat Corona-Zeit leider nicht überlebt. Aber ich muss auch sagen, ich habe ja auch schon einige USM-Möbel jetzt eben selber mit dem Kit zusammengebaut. Ist super easy. Es gibt hier so eine kleine Metallstange und dann eben nochmal eine große, eine lange und eben einen Imbus. Und mehr Werkzeug braucht man eigentlich nicht, um USM-Möbel auf und wieder abzubauen. Gut, manchmal noch ein Schraubenzieher, weil an der einen oder anderen Stelle auch noch eine Schraube verwendet wird, wenn man jetzt zum Beispiel Scharniere montiert oder eben die größeren Böden nochmal mittig an den Rohren befestigt. Dafür gibt es dann bei den langen Rohren nochmal so kleine Gewindelöcher, wo man eben eine Schraube eindrehen kann, um das Blech zu verriegeln. Aber so weit will ich jetzt gar nicht ins Detail gehen. Was ich heute eben gemerkt habe, es ist bei den USM-Möbeln wie auch bei den Autos so, wenn man es nicht selber macht, hat man am Ende eben mehr oder weniger so ein bisschen die Scheiße an den Händen oder an den Füßen. Wie gesagt, ich habe schon USM-Möbel auf und wieder abgebaut, die ich selber zusammengebaut habe. Alles easy, kein Problem. Das ganze System basiert hier auf diesen Verbindern. Nicht wundern, ich habe heute, um das rauszukriegen, habe ich mir meine Finger blutig geklopft. Und damit euch das nicht auch passiert, denn wie gesagt, ich habe jetzt eine Lösung gefunden, wie man diese Verbinder, wenn die sich verklemmt haben in den Rohren, was eigentlich aus meiner persönlichen Erfahrung nur dann passiert, wenn man es mit dem Festziehen übertreibt. Wenn man da festzieht, aber eben nicht vollidiotenfest, dann lassen sich die Verbinder und auch die Rohre sehr gut voneinander lösen. All diese Rohre, die ihr hier seht, war nicht ein einziger Verbinder dabei, der nicht verklemmt war. Also nach meiner Definition eben vollidiotenfest. Und macht das bitte nicht. Es macht euch nur ohne Ende Arbeit und das Ding ist oder das Zeug ist so stabil, ihr braucht das nicht abartig festziehen. Nach fest ist fest, noch fester heißt nur, die Dinger verklemmen sich. Also was passiert? Diese Verbinder sind normalerweise dafür gedacht, um eben die einzelnen Rohrteile oder Elemente miteinander zu verbinden. Um die Rohrelemente miteinander zu verbinden, braucht ihr diese Verbinder, die sich dann nachher aufspreizen und im Rohr selber verklemmen. Bedeutet, die werden von beiden Seiten komprimiert oder halt, sag ich mal, mit Druck beaufschlagt, weil hier innen drin geht ja so eine Schraube durch. Und wenn hier jetzt eine Kugel ist und hier drüben eben entsprechend auch eine Gegenstelle, wo Druck entsteht, dann passiert Folgendes: Der Verbinder spreizt sich im Rohr auf und verkeilt sich im Rohr. Ein super cleveres System, deswegen sieht man ja von außen auch nicht, wenn die verbunden sind. Also ich mag das System, eine ganz tolle Erfindung. Und die werden hier so aufgeschraubt auf die einzelnen Verbindungspunkte und dann kann man eben entweder durch die Kugel durch mit dem Imbusschlüssel das hier festziehen oder aber mit so einem länglichen Werkzeug geht ihr dann hier in diese Stange rein in das Rohr und könnt den Verbinder, wenn der jetzt zum Beispiel so sitzt, dann habt ihr hier unten die Stelle für einen Imbus und die Stelle, da kämt ihr ja dann nicht ran, weil das ist ja dann hier unten mitten im Rohr. Dafür nehmt ihr dann eben hier die lange Stange, um dann unten diesen Kopf öffnen zu können. Jetzt haben wir halt das Problem, wenn man das zu fest macht, dann verklemmen diese Verbinder hier im Rohr und sie kommen eben nicht einfach raus, sondern sie stecken dann ungefähr so weit da drin und sind verklemmt und ihr kommt nicht mehr ran. Und das kann euch eben passieren an so einem zusammengesetzten Rohr. Das müsste man jetzt eigentlich zerlegen, brauche ich aber nicht, weil ich später wieder in der gleichen Konstellation zusammenbaue und deswegen lasse ich das jetzt zusammen. Es kann euch aber auch bei so einem einzelnen Rohr passieren, dann klemmt hier ein Verbinder und dann klemmt da ein Verbinder und dann kommt ihr nirgendwo mehr rein, um irgendwie das Zeug zu lösen. Dann gibt es im Internet oftmals den Hinweis, dass man entweder hier mit einem Schlitzschraubenzieher sozusagen, weil das sitzt ja dann nachher hier so in dem Rohr drin, dass man dann hier an der Kante von dem Rohr innen drin vorbei auf diese Nase geht, die hier ist, und dann mit dem Schlitzschraubenzieher von außen die Nase nach unten klopft. Die Idee ist, dass sich dann dieser Teil des Verbinders nach unten drückt und dadurch sozusagen das Verspannen auflöst.
Habe ich probiert, habe mir die Finger blutig geklopft, hat nicht funktioniert. Habe es mit einem Nagel probiert, habe es mit einem Schlitzschraubenzieher probiert, habe es mit einem Imbus probiert, habe mir einen Nagel extra flach gefeilt, um da genau auf dieses Ding zu kommen. Hat nicht funktioniert. Zweite Möglichkeit, die im Internet kursiert, da bin ich kein großer Freund von. Ihr nehmt euch einen Gummihammer und ihr klöppelt hier außen auf das Rohr drauf. Finde ich nur so semi-gut, weil wenn ihr da mit dem Gummihammer draufhaut, kann es ja auch sein, ihr verformt das Rohr oder ihr beschädigt eben den entsprechenden verchromten oder ihr beschädigt eben die Verchromung vom Rohr. Also nicht ideal, habe ich nicht probiert. Vielleicht geht das auch mit dem Gummihammer, aber das war mir ehrlich gesagt zu heikel. Und jetzt habe ich eine ganz einfache Möglichkeit gefunden, wie ihr ohne Spezialwerkzeug oder ohne zusätzliches Werkzeug, alles was ihr braucht, ist eine Plastikunterlagfläche. Ich habe mir da so ein altes Stückchen Plastik aus dem Baumarkt genommen, was man eben zu Hause zum Basteln nimmt, was man auch mit Heißluftfilm erhitzen kann, um eben das Ganze eben zu verformen und sowas. Ist also einfach ein weiches Plastik, das nehmt ihr als Unterlage, dann nehmt ihr euch euer Rohr, wo die Verbinder drin hängen und ich zeige das einmal. Angenommen, hier wären jetzt Verbinder drin, nehmt ihr das Rohr, schaut, dass ihr entweder einen flachen, einen spitzen oder einen flachen Winkel habt und dann eben immer so abwechselt und dann dabei auch das Rohr dreht. Das heißt also, Zielgabe ist es, ich zeige das jetzt einmal trocken, gleich zeige ich euch das auch wirklich, dass ihr das Rohr nehmt, ihr dreht das immer und ihr haut das sozusagen mit der Kante hier flach auf diese Plastikoberfläche und dreht dabei das Rohr. Also wichtig ist, dass ihr das Rohr wirklich dabei immer dreht und rotiert und dann geht ihr wieder vom Winkel ein bisschen spitzer und wieder ein bisschen flacher und immer schön hier auf die Kante und dabei das Rohr drehen und dann ist meistens nach 1, 2 Schlägen bei mir dann der Verbinder schon wieder draußen gewesen. Also das hat jetzt wirklich super funktioniert. Ich habe zuvor, wie gesagt, bestimmt eine halbe, dreiviertel Stunde das mit allem Möglichen probiert, hier auf diese Kante zu hauen und das über diese Kante oder Nase zu lösen. Hat bei mir nicht funktioniert. Und die Geschichte, wie gesagt, mit der Plastikunterlage und dann einfach das Rohr in die Hand nehmen und draufhauen, das hat super funktioniert. Es ist ein Verbinder, da ist mir diese Klemmsache, ne, also dieser ist ja zweiteilig. Na komm, geh raus. Moment. Das ist immer schwierig mit einer Hand. So, ist ja zweiteilig aufgebaut. Wir haben also einmal diesen Schraubteil und eben dann diesen Metallkörper, der ist auch so zweiteilig und durch den Druck, wie gesagt, spreizt sich der Metallkörper im Rohr auf und ja, verklemmt sich. Und einer ist mir jetzt bei der Aktion kaputt gegangen. Alle anderen habe ich hier verlustfrei wieder rausbekommen. Das ist halt auch ein Verschleißteil, muss man dazu sagen. Also damals der Monteur, der hat da ständig neue Verbinder gebraucht. Wundert mich aber auch nicht, wie gesagt, so wie der das hier festgemacht hat. Das ist echt übertrieben und macht euch nur die Arbeit schwer. Aber was ich noch sagen wollte, ist eben wichtig, dass ihr, wenn ihr mit dem Rohr auf eure Plastikunterlage haut und es dabei dreht, dass auf jeden Fall diese Schraube oder dieser innere Teil im Verbinder ist oder zumindest in der Nähe des Verbinders, dass das Rohr also nicht ganz leer ist. Fragt mich nicht genau warum. Wenn der innere Teil nicht mehr im Rohr war, dann habe ich das mit dem Klopfen nicht hingebracht. Wenn der innere Teil noch im Rohr war, der musste gar nicht wirklich um den Metallkörper herumsitzen. Also der war es dann gar nicht wichtig, ob das sozusagen... So, ich musste einfach 2 Hände, mit einer Hand wollte es nicht. Wie gesagt, also es muss gar nicht sein, dass das jetzt so in dem Körper sitzt, aber es sollte halt auf jeden Fall noch im Rohr sein. Ich vermute, es hat irgendwas mit Gewicht oder keine Ahnung. Es gibt wahrscheinlich irgendeinen Grund, ich kann ihn jetzt nicht genau beschreiben, aber es ist halt wichtig, dass nicht nur dieses verklemmte Metallteil im Rohr steckt, sondern auch noch diese etwas schwerere Schraube und dass sie eben in der Nähe dieses Metallkörpers ist und dann eben immer hier so auf die Kante hauen und dabei das Rohr eben drehen. Das hat bei mir super funktioniert und jetzt zeige ich euch einmal im Detail, wie schnell das dann geht. So, hier habe ich jetzt meine kleine Plastikfläche. Ihr seht, da habe ich schon ordentlich drauf rumgehammert oder gehämmert. Wie gesagt, ich habe es vorher eben probiert, diese kleine Nase, diese Öffnung hier, die es da gibt, da habe ich versucht mit einem Imbusschlüssel, einem Schraubenzieher, einem Schlitzschraubenzieher oder sogar so einem speziell angefertigten Nagel, kriege ich es aber nicht raus. Und ihr seht, da liegen schon ein paar Verbinder. Ihr legt euch einfach das hier so hin. Jetzt wird es kurz ein bisschen laut. Und dann nehmt ihr euch die Stange, wie gesagt. Wichtig, dass dieser Schraubenteil auch noch drin ist. Und dann das Rohr immer so ein bisschen drehen. Jetzt ist schon der erste Verbinder raus. Das Schraubenteil wieder rein. Und da ist der zweite Verbinder.
Braucht kein Spezialwerkzeug. Ihr müsst euch da nicht irgendwie die Finger blutig klopfen, so wie ich, sondern ihr nehmt euch einfach eine Unterlegfläche, irgendwas Weiches, was eben weicher ist als die Stange, ne, oder als das verchromte Rohr. Und dann nehmt ihr das Rohr und schlagt das hier immer so auf die Kante, dreht das Rohr dabei und dann löst sich der Verbinder von ganz alleine super schnell. Das hat jetzt noch relativ lange gedauert bei dem Rohr, wahrscheinlich weil ich noch mit einer Hand die Kamera halte und dann die Bewegung nicht ganz so flüssig ist wie sonst. Aber es funktioniert wirklich hervorragend. Also das ist diese ganzen anderen Methodiken, mit denen ich es bisher immer probiert habe. Ich habe immer gekämpft, es ging schon auch irgendwie, aber es war furchtbar. Und jetzt diese Lösung, also das ist einfach genial. Wie gesagt, hier so ein bisschen Plastik aus dem Baumarkt und einfach die Ecke nehmen und dann eben draufhauen und dabei drehen und schwupps habt ihr die Verbinder. Also wirklich, ja, probiert das aus. Ich kann das wirklich empfehlen. Ich habe alle möglichen anderen Sachen jetzt schon probiert. Und das hier ist die einfachste Methode, wie gesagt, ohne spezielles Werkzeug. Und hier beschädigt ihr auch nichts. Die Rohre nehmen davon keinen Schaden. Wenn ihr möchtet, könnt ihr natürlich noch ein bisschen Klebeband um das Rohr machen, wenn ihr euch da sorgt. Aber wenn hier die Unterlagfläche eben entsprechend weicher ist, sie sollte nicht zu weich sein, es darf ja nicht zu viel nachgeben, aber eben weicher als das Metall. Also echt ein Traum. Jetzt geht das ruckzuck und jetzt kann ich das Ding auseinanderbauen. So, jetzt noch mal ein bisschen Zeit vergangen und ich habe hier entsprechend weiter abgebaut. Jetzt ist hier noch ein kleines Stückchen von der Wand übrig. Das muss ich auch noch sozusagen, zumindest hier, diesen Teil, ne, den muss ich noch wegbekommen. Das andere, denke ich, kriege ich dann am Stück transportiert. Ja, es war viel Arbeit und wie ich euch gezeigt habe, war für mich tatsächlich die beste Lösung die Geschichte, indem ich die Rohre eben auf meine Plastikunterlage immer so auf die Kante drauf haue. Habt ihr jetzt gerade gesehen. Und wie ihr seht, ich habe sehr viele Konnektoren retten können. Es sind jetzt mittlerweile 2. Vorher war es ja nur einer, jetzt sind es 2, die mir leider kaputt gegangen sind. Wobei halt auch jetzt nur diese äußere Hülle, aufgrund dessen, dass sich das so stark verklemmt hat, die ist dann halt kaputt gegangen. Ich habe auch tatsächlich im Baumarkt nochmal Splinte besorgt, ja, um gegebenenfalls nochmal diese andere Lösung anzuwenden. Und die andere Lösung ist, ich hoffe, man kann das jetzt auf der Kamera erkennen, dass man eben mit dem Splint, wenn dann der Konnektor so im Rohr drin steckt, dass man mit dem Splint hier reingeht, genau auf diese Kante, ja, so, und dann eben mit dem Hammer da drauf schlägt. Die Idee dahinter ist, dass durch diese Schläge sich das Ganze wieder entspannt, also diese Tannenbaumform, die jetzt hier vorhanden ist, dass die wieder ein Stück zurückrutscht und dadurch sich der Konnektor eben entspannt. Es hat auch funktioniert, aber da muss man so heftig draufklopfen. Da ist halt die Gefahr groß, dass man diese Kante so ein bisschen verniesknaddelt. Hier, glaube ich, habe ich draufgeschlagen. Ich denke, da kann man den Unterschied sehen, dass die Nase da etwas flacher dann ist von diesem Tannenbaum. Also es geht schon auch mit diesen Splinten, aber wenn es irgendwie möglich ist, dann verwendet am besten eben die Technik, die ich euch gezeigt habe, mit dem Draufklopfen. Da hatte ich gar keine Verluste, da ist kein Konnektor kaputt gegangen, da ist auch kein Rohr beschädigt worden, also keins von den Hohlrohren. Das ist wirklich aus meiner Meinung nach oder aus meiner Perspektive, Erfahrung, die Möglichkeit, wie man die Verbinder, wenn sie im Rohr feststecken, am besten gelöst bekommt. Und ja, wie gesagt, die Info wollte ich euch mitgeben. Ich baue jetzt hier weiter auseinander und robbe mich vorwärts in Richtung Umzug. Ich hoffe, es war was Hilfreiches für euch dabei. Würde mich freuen, wenn wir uns auch im nächsten Video sehen. Bis dahin euch eine gute Zeit und ciao.